Lippen locker einschwingen lassen beim Trompete bzw. Flügelhorn spielen. Wie du das Ganze trainieren kannst und wofür du das Ganze brauchst, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Nikolai Kam Trompetentraining. Heute wieder zu einem spannenden Thema rund ums Trompete spielen. Lippen locker einschwingen lassen, damit man zum Beispiel lyrische Stücke, Choräle, Vokalisen etc. eben musikalisch vernünftig spielen kann und dass dieser harte Sound, dieses etwas schrille, einfach weggeht. Dadurch kann man natürlich dann musikalisch auch solche Stücke, solche Konzertsätze besser umsetzen und klanglich einfach schöner spielen. Aber wie trainiere ich das Ganze? Wir gehen absolut von der Basis aus. Das heißt, wir überlegen erstmal, was muss denn passieren, damit die Lippen locker beim Trompetespielen einschwingen können. Das heißt, dieser Zungenstau, das heißt dieser Verschluss mit der Zunge, dass der starke Anstoß, dieser direkte Anstoß zustande kommt, den können wir jetzt erstmal nicht brauchen. Aber die Lippen sind geschlossen, also eine geschlossene Lippenposition ist die Ausgangsposition. Was macht unsere Zunge? Die Zunge liegt vorne in einer Lispelposition. Das heißt, wenn ich also diese Zunge nach vorne mache, kann ich mir das Ganze über die Position des Lispelns immer ganz gut aneignen. Also einer meiner Schüler hat mal gesagt, ach, diese TH-Position. Kann sein, ich bin im Englischen jetzt nicht der Beste, ich gehe immer gern übers Lispeln an die Sache ran. Also, wir schließen jetzt unsere Lippen dabei und lispeln drauf los. Und schon beginnen die Lippen zu schwingen. Wenn ich die Lippen jetzt von vornherein in einer geschlossenen Position habe, die Lispelposition der Zunge, die die Luft gegen meine Lippen führt, dann sollte der Ton anfangen einzuschwingen. Wenn das Lippensummen bei euch nicht so gut funktioniert, dann habt ihr einen kleinen Tipp von mir noch. Nehmt den Finger an die Unterlippe, macht ein klein bisschen Druck drauf, nicht stark und dann schwingen die Lippen etwas leichter ein. Also auch wenn du das Buzzing, das Lippensummen nicht kannst, anhand von dieser Methode, von diesem Trick, kannst auch du dir das beibringen und dann gehen die Lippen einfach sehr, sehr direkt los. Wenn ich das Ganze jetzt auf die Trompete übertrage, auf das Flügelhorn natürlich auch, dann habe ich genau die gleiche Position. Die Lippen sind geschlossen, die Zunge ist wieder an der Lispelposition, die Luft wird über die Zunge gegen die Lippen geführt und je nachdem, was für ein Instrument eben vorne an den Lippen dran sitzt, klingt dann dieser Ton. Am Anfang wirst du merken, dass erst immer etwas Luftstrom zu hören ist und der Ton nach ein paar Millisekunden erst einschwingt. Das ist anfänglich immer so. Du hast noch nicht das Gefühl dir angeeignet, was du genau machen musst, dass der Ton auch ohne Zungenanstoß, ohne diesen Überdruck, den die Zunge ja erzeugt und beim Wegziehen dann dieser Luftstrom gegen die Lippen losbricht, beginnt. Dennoch nicht gleich mit dem Werten anfangen und diese Übung funktioniert nicht oder ich kann das nicht, sondern einfach experimentell an die Sache rangehen und nicht unbedingt diese Wertung schon mit einfließen lassen. Man muss einfach ausprobieren und das Feingefühl entwickeln, damit man es auch punktuell setzen kann, dieses Einschwingen der Lippen. Los geht's! Ganz am Anfang habt ihr gehört, da habe ich absichtlich versucht, diesen Luftstrom etwas hören zu lassen und bei den letzten 2, 3 Tönen habt ihr gemerkt, da war kein Luftstrom mehr, sondern da war direkt dieser Ton. Wie gesagt, das war alles ohne Zungenanstoß, man kann also auch langsame Sätze, Choräle etc. pp. Auch mit dem Einschwingen der Lippen losgehen lassen, ohne dass ich diesen harten Zungenanstoß brauche. Harter Zungenanstoß, harte Artikulation, das sind genau die Stichworte, die uns an dieses Spielen, an dieses Training, an diese Art und Weise den Ton beginnen zu lassen, bringen. Nicht immer kann man diesen harten Anstoß, wie in der Big Band oder auch in den Egerländern. In der Egerländer Musik kann man solche Sachen brauchen, also dieses Dat, Dat, Dat. Kurze Spiel, da ist es absolut notwendig und ich muss es natürlich auch trainieren, dass wenn es gefordert ist, ich auch dementsprechend anwenden kann. Aber nicht immer ist dieser harte Anstoß erforderlich. Wenn ich zum Beispiel mal an einen lyrischen Konzertsatz denke, zweiter Satz zum Beispiel vom Neruda, Hummel oder Haydn-Konzert, da geht es eher weich zur Sache, sehr gesanglich, sehr kantabile Vokalisen, aber auch bei Chorälen, die ich mit zum Beispiel einem Blasorchester oder einem kleinen Ensemble spiele, auch da ist es wichtig, dass ich das musikalisch schön umsetzen kann und vor allem mich dabei auch wohlfühle. Das heißt, das vorher also trainiere, damit ich das Bewusstsein habe, ja, ich kann auch so spielen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, was da vom Bewegungsablauf her bewusst
passiert? Geschlossene Lippen, die Zunge in einer Lispelposition, die Luft wird darüber geführt, damit die Lippen einschwingen können. Aber wir haben nicht nur in diesem Anschwingen, diesem Einschwingen der Lippen diese Aspekte, sondern es hat auch positiven Einfluss auf unseren Klang auf den Instrumenten, beziehungsweise durch diese Flexibilität, durch dieses Feingefühl, was ich mir aneigne, habe ich automatisch auch eine Verbesserung von Naturtonbindungen, aber auch von Luftführung, Luftstrom und dadurch kommt natürlich auch dieser positive Effekt auf unseren Instrumentalklang zustande. Also, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Ton wieder ohne Zungenanstoß beginnen lasse und zum Beispiel auf den C2 beginne, dann kann ich auch ohne Probleme, ich spiele gleich so eine kleine Melodie, diese Naturtonbindung B1 auf D2 spielen, ohne dass ich großartig das Instrument mit einem Luftimpuls, mit einem Körperimpuls, mit Drücken von Mundstück an die Lippen etc. pp. Überblase, damit ich diese Bindung spielen kann, sondern ich kann das Ganze einfach ganz natürlich in mein Trompetespiel mit einfließen lassen, ohne vorher schon Panik zu bekommen, oh Gottes Willen, da kommt jetzt gleich eine Naturtonbindung, die ich doch gar nicht spielen kann. Also, wenn du das trainierst, trainierst du automatisch auch diese Naturtonbindungen mit, die man natürlich dann auch separat nochmal trainieren muss, das ist klar, aber diese Art und Weise zu spielen hat einen positiven Effekt eben auf die Naturtonbindungen auf unseren Blechblasinstrumenten. Ich spiele es mal kurz vor. Und so weiter und so fort. Also ein paar Mal kommt eben da diese Naturtonbindung vor und die soll uns natürlich nicht zurückhalten, das Stück schön zu spielen oder noch schlimmer, dass wir vorher schon den Hals eng machen, damit die Naturtonbindung irgendwie kommt. Also man eignet sich ja beim Trompete üben auch oft Sachen an, die nicht so positiv fürs Instrumentalspiel sind, aber ich kann natürlich dann immer eine Strategie mir überlegen, wie bekomme ich das denn wieder weg. Und anhand von diesem lockeren Einschwingen der Töne, dem lockeren Einschwingen der Lippen, kannst du genau solche Sachen trainieren und verbessern. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Schreib deinen Übefortschritt beim Trompetentraining doch unten in die Kommentare. Das interessiert mich immer brennend. Lasst am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.